Du hast dein Knie operieren lassen, um endlich Ruhe von den Schmerzen zu haben. Doch sie sind immer noch da. Damit bist du nicht allein. Bis zu 20% der Patienten kämpfen nach einer Knie-TAP weiter mit starken Beschwerden. Die gute Nachricht ist, mit gezielten Übungen kannst du die Schmerzen lindern und dein Knie Schritt für Schritt wieder belastbarer machen. Nach einer Knieoperation erwarten sie die meisten Menschen vor allem eins: endlich wieder schmerzfrei und beweglich zu sein. Doch nicht selten ist genau das Gegenteil der Fall. Das Knie bleibt steif, fühlt sich blockiert an und die Bewegungen sind eingeschränkt. Warum kann das passieren? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Manchmal ist die Schmerztherapie nach der Operation nicht optimal. Und wenn die Schmerzen zu stark sind, trauen vielen sich automatisch deutlich weniger Bewegung zu, wodurch das Gelenk steif bleibt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Beweglichkeit vor der OP. Wer schon vorher ein sehr steifes Knie hatte, hat auch nach der Operation ein höheres Risiko, dass die Beweglichkeit begrenzt bleibt. Dann gibt es Patienten, die von Natur aus mehr Narbengewebe bilden. Auch die Positionierung der Prothese selbst spielt eine Rolle. Wenn sie nicht perfekt sitzt, kann das Knie zu eng oder zu locker eingestellt sein, was wiederum die Bewegung einschränkt. Hinzu kommt, dass sich das Nervensystem bei Arthrose oder nach der Operation verändern kann. Manche Patienten entwickeln eine Überempfindlichkeit der Nerven. Das heißt, das Knie signalisiert Schmerzen, obwohl eigentlich alles in Ordnung ist. Diese sogenannte Sensibilisierung kann dazu führen, dass Bewegungen stärker schmerzen und das Gelenk sich steifer anfühlt. Außerdem schwächt sich häufig die Muskulatur rund um das Knie, besonders der Oberschenkelmuskel, der das Knie stabilisiert. Wenn die Muskeln nicht kräftig genug sind, wird jede Bewegung anstrengender. Das Knie fühlt sich unsicher an und Schmerzen können stärker wahrgenommen werden. Genau diese Kombination aus Schmerzenempfindlichkeit und Muskelschwäche macht es vielen Patienten schwer, die Beweglichkeit nach einer Operation vollständig zurückzugewinnen. Aber es gibt Wege, daran gezielt zu arbeiten. Mit gezielten Übungen kannst du deine Muskeln aufbauen, die Schmerzen lindern und die Beweglichkeit deines Knies verbessern. Und wie das geht, zeige ich dir in diesem Video. Die erste Übung ist dafür da, um deine Oberschenkelmuskel, den Quadrizeps, zu stärken. Diese Muskelgruppe ist besonders wichtig, weil der hilft dir dabei, dein Knie stabil zu bekommen. Stabil und kräftig. Dafür solltest du dich hinsetzen in einen Langsitz und ein Bein, das kannst du angewinkelt lassen, zu dir angezogen, und das andere Bein solltest du ein Handtuch zusammenrollen und das in der Kniekehle platzieren, dass du genau diese Einstellung hast. Das heißt, das Knie ist etwas gebeugt, so der Unterschenkel in Bezug zu der Oberschenkel, das andere Bein ist aufgestellt, deine Rücken sind möglichst gerade. Und aus dieser Position versuchst du ganz bewusst, das Knie nach unten gegen das Handtuch zu drücken. Ziel hierbei ist, dass du diese Muskelgruppe, das vordere Oberschenkelmuskulatur, den solltest du ordentlich spüren. Drück mit dem Bein oder beziehungsweise mit der Kniekehle gegen das Handtuch, halte es unten mit maximaler Kraft und halte diese Spannung für 20 bis 30 Sekunden. Es muss wirklich lang gehalten werden und es muss auch ordentlich hier vorne in diesem Bereich, da musst du ordentlich auch die Spannung spüren können. Drücke mit deiner maximalen Kraft gegen das Handtuch und halte dies. Und dann wiederholst du die Übung, je nachdem wie kräftig du momentan schon bist, von 5 bis 10 Mal. Das heißt ganz genau 10 Mal 20 bis 30 Sekunden gegen das Handtuch drücken. Das ist die erste Übung, um deine Oberschenkelmuskulatur wieder stärker zu bekommen. Dadurch, dass der Widerstand geringer ist, ist es wichtig, dass du deine Spannung auch viel länger hältst als die üblichen Übungen. Für die zweite Übung geht es nun um die Stärkung von deinem Rücken, Rumpf und hinteren Oberschenkelmuskel.
Dafür kannst du die Übung machen, indem du dich auf den Boden hinlegst und deine Beine auf dem Stuhl, auf dem Sofa und dann die Beine auf die Armlehne. Oder wenn du so einen großen Übungsball hast, auch sehr gerne die Beine darauf platzieren. Leg dich auf dem Rücken hin und platziere deine Unterschenkel entweder auf der Sitzfläche, auf dem Arm vom Couch oder wenn du so ein großes Übungsball hast, dann gerne auf dem Ball drauf. Deine Hände, die sollen seitlich neben deinem Körper liegen. Und jetzt machst du eine abwechselnde Bewegung. Das heißt, das erste, mit deinen Unterschenkel auf der Sitzfläche drückst du den Unterschenkel ganz fest gegen den Sitz und hebst dann das Gesäß hoch. Dann langsam das Becken wieder senken und gleich anschließend Hände auf den Oberschenkel und den Rumpf jetzt Richtung Oberschenkel hin und dann wieder senken. Mit dieser Übung wechselst du dann ab die Stärkung von deinem Gesäß, Oberschenkel, Hinten- und Rückenmuskulatur, dann wieder senken und Hände auf den Knien, Rumpf heben für die vordere Bauchmuskel. Je stabiler und kräftiger dein Rumpf ist, desto mehr Stabilität bekommst du auch auf dein Knie. Diese Übung solltest du dann für 10 bis 12 Wiederholungen durchführen und im besten Fall 2 bis 3 Serien lang. Bei der Übung geht es nicht darum, um die Geschwindigkeit. Du sollst nicht einfach deine Wiederholungen schnell hintereinander hinbekommen, sondern die Bewegung langsam und kontrolliert durchführen, damit du auch die maximale Anspannung und die maximale Nutzung von deinem Krafttraining hast. Muskeln brauchen Zeit und vor allem dann, wenn du schwächer hast, wirst du sehen, dass die Übungen viel unkoordinierter sind, als wenn du dich konzentrierst und die Übung sauber durchführst. Je sauberer, desto effektiver ist die Übung dann auch. Langsam heben, Becken hoch, kurz die Spannung oben halten, dann wieder absenken, Hände auf die Knie, auf die Oberschenkel und Rumpf nach vorne heben. Falls du Beschwerden im Nacken haben solltest, ist es auch kein Problem, wenn du deine Hände im Nacken nimmst. Von dieser Position erstmal das Becken heben, so wie davor. Schöne Oberschenkel, hinteren Teil gut anspannen, Gesäß anspannen, dann langsam und kontrolliert senken und dann nochmal nach oben. Mit den Händen hältst du dann deinen Kopf fest. Und langsam wieder senken. Bei der nächsten Übung trainierst du jetzt die Stabilität für das operierte Bein. Also in dem Fall, dass ich jetzt das linke Knie operiert hätte, wird das linke Knie mein Standbein sein. Am besten machst du die Übung direkt neben einem Stuhl oder noch besser wäre einen schweren Tisch oder einen sehr stabilen Möbel, wo du dich festhalten kannst. Bei der Übung geht es darum, dass das Standbein, also das operierte Bein, das soll jetzt sich bewegen, aber in eine Linie, währenddessen du mit dem gesunden Bein das Bein vor- und rückwärts auf dem Boden gleitest. Dafür platzierst du deinen Fuß auf so ein Handtuch oder irgendwas, was jetzt halt gut auf dem Boden gleiten kann. Das Standbein ist das operierte Bein und dann gehst du mit dem gesunden Bein so weit wie du kannst nach hinten. Ziel ist es, das Standbein, das operierte Bein, soll jetzt in eine Beugung gehen und bei der Beugung, wenn du von oben nach unten schaust, sollte dein Knie nicht vor die Zehspitze sein und vor allem, es soll weder nach innen abweichen, noch soll das Knie nach außen abweichen. Und dann von dieser Position Ferse stark gegen den Boden drücken, von dem Standbein und das gesunde Bein wieder nach vorne bringen. Dann wieder nach hinten gleiten. Das Knie geht in die Beugung rein, bleibt schön in einer Linie und langsam wieder in eine komplette Streckung, indem du das gesunde Bein wieder nach vorne bringst. Ziel der Übung geht es nicht darum, wie weit oder wie schnell du das gesunde Bein nach hinten und vorwärts schieben kannst, sondern wie stabil du auf dein operiertes Bein stehst, sowohl was die Bewegung in dieser Achse angeht,
Das heißt, dass du nicht nach vorne und nicht nach innen abweichst. Als auch, was ich sehr häufig bei vielen Patienten sehe, dass sie nicht in der Lage sind, die Hüfte auch zu beugen und dann wieder in die komplette Streckung reinkommen. Viele Patienten bleiben in so einer Stauerbeugung in den Hüftgelenk, was letztendlich fürs Knie auch nicht gut ist. Komplett nach hinten und dann wieder stabil komplett in die Streckung rein. Das gleiche jetzt von der Seite gesehen. Dein Standbein ist jetzt das operierte Bein, in dem Fall jetzt hier bei mir das linke. Und dann gleitest du mit dem rechten Fuß so weit wie du kannst nach hinten. Je hinter du gehst, desto mehr Beugung wirst du im Kniegelenk haben. Dein Knie soll nicht vor die Füße platziert werden. Und dann wieder nach vorne ziehen, bis das Knie komplett gestreckt ist und auch die Hüfte soll gestreckt sein. Diese Bewegung führst du nun 10 bis 15 Mal durch. Immer mit dem gesunden Bein nach hinten, schön in Linien bleiben mit dem operierten Bein, Ferse gegen den Boden drücken und dann wieder strecken. Und das Ganze im besten Fall 2 bis 3 Serien lang. Wenn dir dieses Video gefällt und du mehr lernen möchtest, wie du von zu Hause aus mit einfachen Übungen Schmerzen lindern kannst, deine Beweglichkeit wieder zurückbekommst und im Alltag mit weniger Beschwerden zurechtkommst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Tipps für deine Gesundheit. Bei der 4. Übung geht es darum, dein Bein zu stabilisieren, indem du das Bein jetzt, das gesunde Bein, zu seitlich verschiebst. Damit trainierst du Oberschenkel innen und Oberschenkel Außenseite bzw. Hüftaußenseite. So ähnlich wie die Übung davor, das operierte Bein, wo du das neue Knie bekommen hast, das ist dein Standbein. Mit diesem Standbein bleibst du stabil auf dem Boden. Am besten ist es tatsächlich an einen Tisch zu machen, damit du dich vorne auch gut festhalten kannst. Oder in dem Fall wie bei mir, du kannst dich auch gerne an einen Stuhl festhalten. Und jetzt mit dem gesunden Bein bewegst du das Bein nach außen, aber nur so weit, bis du hier weiterhin in einer Linie bleibst. Das heißt, du darfst nicht mit den Knien nach innen wegrutschen, sodass die Kniescheibe vor dein Fuß ist. Schön in einer Linie bleibe. Du bist mit dem Körper, auch mit dem Gewicht auf dein Standbein drauf. Aktivierst nun die inneren Seite von deiner Oberschenkel. Diese Muskelgruppe sollst du spüren. Und dann von hier aus ziehst du dann dein gesunden Bein wieder zurück. Auch hier spielt die Geschwindigkeit eine große Rolle. Es geht nicht darum, das Bein möglichst weit nach außen zu bekommen, sondern die Übung sauber durchzuführen, damit du die richtige Muskelgruppe ohne Ausweichbewegungen auch aktivieren kannst. Also aufrechter Stand, gerne irgendwo festhalten. Das nicht operierte Bein, das gesunde Bein wird jetzt zur Seite bewegt. Du gehst in eine Kniebeugebewegung rein, ohne von der Achse abzuweichen, schön in einer Linie bleiben, Oberschenkel innen aktivieren und dann das gesunde Bein wieder zurückführen. Das gleiche an der Wand, beide Beine hüftbreit auseinander, Fußspitze auf der gleichen Höhe, Oberkörper aufrecht, mit dem gesunden Bein weiter zur Seite, so weit wie du kannst, schön mit der Ferse gegen den Boden drücken, deine Hände sind fest an der Wand. Und dann das gesunde Bein wieder ranbringen. Es geht darum, dass das operierte Bein nicht nach innen abweicht und dass du beim Zurückziehen auch nicht mit dem Bein in O gehst. Schön in einer Linie bleiben. 10 bis 12 Wiederholungen, 2 bis 3 Serien. In dem Fall ist das operierte Bein dein Standbein. Und die letzte Übung ist eine Bewegung, die wir im Alltag mehrmals durchführen. Das Aufstehen von einem Stuhl. Viele Patienten mögen keine Kniebeuge, weil sie sagen, die Übung sei zu schwer. Aber wenn wir uns hinsetzen auf dem Couch, auf einen Stuhl oder wenn wir einfach vom Klo hochkommen,
Dann kommen wir von einer Kniebeugebewegung in die aufrechte Haltung. Und genau diese Bewegung solltest du auch üben. Sonst hast du immer wieder in dieser Bewegung auch Schmerzen, weil deine Muskulatur dafür ja gar nicht trainiert worden ist. Um diese Übung etwas leichter zu machen zu Beginn, falls du Schwierigkeiten hast, von einem tieferen Sitz hochzukommen, kannst du auch dich hinsetzen, zum Beispiel auf der Lehne von dem Sofa oder, falls du ein höheres Bett hast, auf dem Bett. Je höher die Sitzfläche, desto leichter wird es dir auch fallen, diese Übung durchzuführen. Außerdem kannst du hier auch mit deinen Händen unterschiedliche Einstellungen einnehmen, damit die Übung für dich leichter oder, wenn du besser trainiert bist, schwerer wird. Setz dich aufrecht hin auf die vordere Kante von der Sitzfläche. Deine Knie sollen möglichst in 90 Grad gebeugt sein und auch deine Hüfte in 90 Grad. Falls du momentan mit mehr Beschwerden zu tun hast, dann auch gerne eine erhöhte Sitzfläche. Dann nimmst du das operierte Bein, in meinem Fall hier wieder das linke, und bringst die Ferse etwas nach hinten, so dass das operierte Bein hinter steht und das gesundere Bein etwas nach vorne, in so einer Schrittstellung. Und aus dieser Position kannst du die leichteste Variante, die Hände unten neben den Rumpf zu lassen oder vorne am Rumpf. Das wären die beiden leichteren Varianten. Oder wenn du besser trainiert bist, kannst du auch gerne die Hände nach vorne bringen. So, die leichte Variante. Das operierte Bein ist nach hinten gebeugt in einen Ausfallschritt. Und mit dem hinteren Bein, dieses Bein soll mehr arbeiten, weil du ja hier auch mehr Kraft aufbauen willst. Drück ganz bewusst mit Kraft deine Ferse gegen den Boden. In dem Moment, wo du die Ferse gegen den Boden drückst, wirst du automatisch spüren, dass der hinteren Oberschenkelmuskulatur und dein Gesäß aktiviert werden. Das vordere Bein, in dem Fall das gesundere, die wird dir da mehr Support geben und gleichzeitig für das Gleichgewicht sorgen. Von dieser Position aus Hände vorne an den Schultern überkreuzen, Ferse stark gegen den Boden drücken und dann, ohne dass du den Rumpf nach vorne beugst, sondern mit schön aufrechter Haltung, versuchst du von dem Sitz in eine Standposition zu kommen. Vergesse nicht am Ende der Bewegung deine Hüfte komplett durchzustrecken und auch dein Knie soll in eine komplette Streckung reinkommen. Was ich sehr häufig bei meinen Patienten sehe, ist, dass sie so leicht gebeugt die ganze Zeit bleiben. Und das ist ungünstig für deine Oberschenkelmuskulatur. Komplett in die Streckung rein und dann langsam dein Gesäß wieder absenken, um dich wieder hinzusetzen. Und das Wichtige ist, hinsetzen und nicht hinfallen. Genau in diese exzentrische Phase, wo du dein Körpergewicht bremst, damit du langsam auf den Sitz kommst, hast du die höchste Muskelaktivität. Und dann einfach zu der nächsten Wiederholung. Ferse gegen den Boden drücken, dein Gewicht ist hauptsächlich auf das hintere Bein, auf das operierte und dann von der Position in der aufrechter Stand, Hüfte durchgestreckt, Knie durchgestreckt, oben kurz bleiben und dann ganz bewusst bremsen, bis du dich auf die Sitzfläche wieder hinsetzt. Auch diese Übung solltest du dann halt für mindestens 10 bis 12 bzw. 15 Wiederholungen durchführen. Du kannst auch gerne deine Hände nach vorne führen, damit die Übung etwas schwerer wird. Aufrechter Sitz bzw. aufrechter Körper. Du sitzt auf die vordere Kante von dem Stuhl. Das operierte Bein wird nach hinten mehr gebeugt, das gesunde Bein dann etwas nach vorne gestreckt in so eine Ausfallschrittstellung. Hände sind vorne am Rumpf überkreuzt. Von dieser Position das operierte Bein bewusst gegen den Boden drücken und dann in eine aufrechte Haltung, bis du die Hüfte komplett durchgestreckt hast und auch dein Knie soll voll durchgestreckt sein. Und dann langsam wieder nach unten, mit dem Rumpf möglichst nach vorne zeigend. Und dann wiederholen. Je weit auseinander deine Beine sind, desto schwerer ist die Übung. Du kannst zu Beginn auch nur eine kleine Differenz erstmal einbauen. Das wird dir leichter fallen.
Ebenfalls ist es auch deutlich leichter, wenn die Sitzfläche nicht ganz so tief ist wie ein Stuhl, sondern die Armlehne vom Sofa. Zum Beispiel. 2 bis 3 Serien sollen das werden, 10, 12 bis 15 Wiederholungen. Je nachdem, wie viele Wiederholungen du brauchst, um wirklich zu spüren, dass deine Oberschenkelmuskeln gut aktiviert sind, bzw. du eine leichte Muskelkater an der Oberschenkel spürst. Was wichtig ist, falls du chronische Beschwerden hast, nachdem du eine OP bekommen hast, Schmerzen sind nicht immer ein Zeichen für Schädigung. Es ist ein überempfindliches Signal von deinem Körper, die nicht damit verbunden ist, dass du das Knie jetzt kaputt machst oder irgendwas schlechter für dich ist. Beweg dich jeden Tag ein kleines bisschen mehr und du wirst sehen, dass jede Bewegung dir dabei hilft, deine Schmerzen zu lindern, um im Alltag besser zurechtzukommen. Probiere die Übungen aus, ich bin mir sicher, die werden dir helfen, mehr Kraft und Stabilität für dein Knie zu bekommen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!